Herzlich willkommen beim Ludus Tarot. Hallo, ich heiße Nina und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Los geht's, wir werfen ein paar Karten auf den Tisch und schauen, was für eine Botschaft raus will. Es ist irgendwie eine musikalische Stimmung. Ist jetzt irgendwie nicht selten in meinem Feld, aber ich habe das Gefühl, es geht irgendwie um die Kraft dessen, was Musik übertragen kann. Also irgendwie schwingt es hier die ganze Zeit. Die Nachbarn hören Musik und in meinem Kopf ist die ganze Zeit, sind irgendwelche Melodien. Die Kraft haben wir. Vielleicht, okay. Welcher Song gibt dir Kraft? Kennst du einen Song, der dir Kraft gibt? An den könntest du denken. Das könnte dein Patron sein, sozusagen. Oh, was ist das denn hier? Worum geht's denn da hier? Wofür brauchen wir denn Kraft? Da hat sich was umgedreht. Also einmal die Sonne und die 6 der Schwerter. Okay. Zu ruhigeren Gewässern sich bewegen, also Kraft in einem Prozess der Reise, der Überquerung eines Flusses, metaphorisch gesehen. Vielleicht fährst du wirklich mit einer Fähre irgendwo rüber. Der Fährmann ist auch eine interessante Figur, eine interessante spirituelle Figur, weil das die Person ist, die eigentlich selbst ihre Geschichte im Hintergrund hält, aber einem hilft, irgendwo rüberzukommen. Also die steuert das Boot, das Vehikel. Vielleicht ist ein Mensch, der Musik macht, auch jemand, der ein bisschen wie ein Fährmann sich verhält oder eine Fährfrau. Also es ist jemand, der dich durch die Stromschnellen tragen kann auf eine andere Seite, wo ein anderes Ufer ist und wo auch eine andere Welt vielleicht ist und wo etwas ist, was du noch nicht richtig kennst, was du noch nicht belebt hast, wo du noch nicht gewohnt hast. Und in dieser 6 der Schwerterkarte habe ich wirklich dieses Gefühl, und das ist jetzt erstmal nur ein Bild, aber es ist wirklich so Sack und Pack nehmen und reisen, also Sack und Pack nehmen und woanders hingehen und etwas wirklich auch verlassen. Und das könnte dann für uns heißen, etwas verlassen, eine Stimmung, eine Lebenssituation, ein Zweifel, irgendeine Art von Kleinhalten, eine Art, wie man sich selbst sieht, eine Art, wie man sein Leben führt, eine Art, wie einen etwas auch vielleicht runtergedrückt hat. Und wirklich zu sagen, du trittst über die Schwelle, du machst den Weg über etwas, was auch unwegsam ist. Also ein Fluss ist nicht einfach zu überqueren oder ein Gewässer ist nicht einfach zu überqueren. Du brauchst gute Fährmänner und du brauchst ein gutes Boot. Du brauchst ein ausreichend gutes Boot, um darüber zu kommen. Und es ist ein Wagnis. Das ist wichtig. Und du brauchst Hoffnung. Du brauchst so etwas wie Hoffnung. Du brauchst etwas, was von der anderen Seite her leuchtet. Sonst ist der Weg schwer. Und es ist interessant, denn wir wissen nicht, wohin es geht. Also man weiß nicht genau, was auf der anderen Seite, wie das da ist, wie es ist, anders zu leben, als man es bisher getan hat. Aber es gibt irgendetwas, was etwas aussendet, das einen zumindest in diese Richtung zieht und also dass man sich daraufhin ausrichtet, ein Fixstern. Kraft und Hoffnung. Kraft und Hoffnung. Das wünsche ich euch jetzt erstmal allen hier. Wenn man jemandem gute Vibes sendet, dann glaube ich schon, dass da etwas übertragen werden kann. Aber der interessante Punkt, wir hatten das letztens mit den Synapsen, der interessante Punkt ist, dass der Mensch, der die guten Vibes empfangen soll, und das, wo jemand einem anderen Menschen etwas gönnt und wünscht, etwas Schönes wünscht, entwickelt genau dort seine Kraft, wo der andere Mensch das empfängt. Also an den Rezeptoren, an dem annehmen können. Wenn das nicht da ist, dann verpufft das, dann fliegt das an dem Menschen vorbei. Aber wer weiß, wer dir alles etwas Gutes wünscht? Vielleicht ist die Übung für diesen Moment, dafür aufzumachen, dafür erreichbar zu sein.
Wenn du jemandem etwas Gutes wünschst, hoffst du auch, dass dieser Mensch das hören kann und in sich hineinnehmen kann und verwandeln kann für sich. Und genauso könnte das jetzt deine Aufgabe sein. Es ist wie, mögen sich deine Wünsche wirklich erfüllen. Möge der Raum sich öffnen, in dem der 10. Kelch seinen Platz finden kann. Was könnte das für ein Raum sein? Was könnte das für ein Raum sein, der so groß ist und der so offen ist, dass das, was auf dich Gutes zukommen kann, was dich erfüllen kann, was auch vielleicht erstmal eine Stimmung ist, vielleicht eine Musik ist, dass das ein bisschen Platz hat, um zu zirkulieren und sich auszubreiten und sich in dir zu akklimatisieren und in dir die je eigene Melodie zu finden. Also Menschen hören Musik zum Beispiel auch völlig unterschiedlich, achten auf ganz andere Dinge, freuen sich über ganz andere Akkorde oder Harmonien oder Textzeilen oder sowas. Und vielleicht kennst du das selbst, wenn du einen Song oder ein Stück öfter in deinem Leben hörst und so durchgängig über die Jahre hörst, dass du vielleicht immer wieder andere Teile davon wahrnimmst, weil du dich veränderst, weil du wächst, weil du den Raum in dir, der hören kann, das sind nicht nur die Ohren, glaub mir, der Raum in dir, der das alles hören kann, der verändert sich und vergrößert sich unter Umständen. Und du gibst, wenn du hörst, demjenigen, der es aussendet, oder derjenigen, die es aussendet, automatisch ein Feedback. Das ist auf Ebenen spürbar für die Menschen. Also Menschen, die etwas aussenden, die spüren das. Glaub mir. So. Okay, wir haben die 10, also hier ist irgendwie total viel, also hier geht es irgendwie rund. Hier sind richtig schöne und auch sehr starke Karten, also die Kraft. Die 6 der Schwerter ist auch eine Karte, die eine Stärke in sich hat, also wirklich eine Entscheidung, die getroffen wurde. Ein Weg, der gemacht wird, eine Vehemenz, die auch dahinter ist, also wirklich zu sagen, ich bin ausgerichtet und ich verlasse etwas, was schon an sich extrem mutig ist und die Richtung ist klar und ich suche mir hier wie mit diesem Fährmann Unterstützung, wie auch immer die aussieht, was auch immer das sein mag, was dich trägt, um rüberzukommen. Das ist eine super kraftvolle Entscheidung und das ist eine Superkraft, sich für den eigenen Pfad zu entscheiden. Das ist an sich schon einfach, also weißt du sendest das dann dem Leben aus und das Leben antwortet. Das Leben antwortet, wenn du nicht. Okay, ich habe jetzt so ein bisschen dieses Orpheus und Eurydike. Ich weiß nicht, ob du den Mythos kennst, aber ganz grob. Orpheus und Eurydike, ein griechischer Mythos. Orpheus ist ein Musiker. Okay, das ist der Musiker schlechthin. Und Eurydike und er sind unglaublich verliebt. Und dann stirbt sie, ich glaube, an einem Schlangenbiss und muss in den Hades, also muss halt irgendwie in die Unterwelt. Und Orpheus beschließt, also wenn du dich für den Mythos interessierst, bitte recherchiere den auch mal gut. Ich erzähle das jetzt nur super grob aus meiner jetzigen Stimmung. Orpheus ist so traurig, dass er beschließt, in die Unterwelt zu gehen und zu versuchen, Eurydike zurückzuholen. Und er schreibt ganz berührende Musik, die dann Persephone vor allem, glaube ich, dazu bringt, die Frau von Hades, dazu bringt zu sagen, ja, du kannst sie wieder zurückholen, du kannst deine geliebte Eurydike wieder zurückholen von den Toten und der Vertrag ist oder die Aufgabe ist, dass er den Hades wieder verlässt und rausgeht, ohne sich umzudrehen. Und er schafft es ein Stück weit und er scheitert schließlich daran und dreht sich doch um. Und dann zieht es sie wieder zurück. Er hat sie also gleich 2-mal verloren. Er macht aber auch das Unmögliche möglich. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und das ist etwas in dem. Wir können auch andere schöpferische Sachen nehmen. Es muss nicht Musik sein. Musik ist aber vielleicht ein schönes Beispiel. Viel Musik, die anderen Kraft gibt,
die anderen viel bedeutet, kommt aus einem Schmerz, kommt aus einer Lösung, kommt aus einem Abgelöstsein von etwas. Kommt aus der Kraft eines Menschen, einen Schmerz zu verwandeln in etwas, was anderen zum Vehikel sein kann. Und wie gesagt, Musik ist hier nur ein Beispiel, es können andere Dinge sein, die du tust. Aber ich habe das Gefühl, dass hier ein Mensch liegt oder hier eine Energie liegt, die sich wirklich die sich überwindet, etwas, das unerträglich erscheint, eine große Qual, zu verwandeln in etwas, das greifbar wird, das in sich hat als Signatur und in ein Material bringt und der Welt übergibt. Und für die Menschen, die das hören können oder die das wahrnehmen können, die das erreicht, ist das ein großes Geschenk. Und dass die Menschen dieses Geschenk annehmen, ist der Lohn. Etwas erfüllt sich darin, dass du etwas verwandelst. Und es ist, wie gesagt, wie auch immer das passiert, es muss irgendwie kein großes Werk sein. Es kann auch wirklich die Art sein, wie du dich durch die Welt bewegst, wie du mit dir bist, wie anwesend du bist. Anwesenheit ist hier der Punkt. Ein gutes Stück, ein guter Song ist auch einer, in dem ein Mensch anwesend ist. Und ich soll hier darüber, ich habe mich heute ein bisschen mit dem Musiker Ren, dem britischen Künstler Ren, beschäftigt. Der hat der war sehr lange krank und der hat sehr gelitten. Ohne jetzt die ganze Geschichte irgendwie erzählen zu können und zu wollen, hat dieser Mensch einen Song geschrieben, der von seiner Geschichte erzählt oder der von einem speziellen Leiden erzählt und der die Stimmen, also eine Stimme, die ihn immer wieder selbst, also mit der er sich selbst angreift. Und ich glaube, er hatte so eine Autoimmunerkrankung und es ist wie diese Stimme, wir hatten das mit der Abwehr auch heute, also irgendwie, hier gibt es irgendwie eine Verschiebung. Das Thema kommt wieder, aber es ist verändert mit dieser Abwehrreaktion. Nochmal zu dem Künstler Ren. Eine Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, bei der sich der eigene Körper gegen sich selbst richtet und sich selbst bekämpft. Und also der hat unfassbar gelitten und sehr, sehr lang. Und der hat irgendwann einen Song geschrieben, in dem er eine Stimme, die davon erzählt, wie sie sich erholt, vielleicht seine Kraftstimme, seine Stimme, mit der er sich selber, also ich glaube, Some people know me as hope ist eine Zeile, ist ein Vers. Seine Hoffnungsstimme lässt er antreten gegen die Stimme, die in ihm spricht und ihm Selbstzweifel einredet. Also ihm zum Beispiel irgendwie erzählt, dass er dass seine Musik nicht so besonders ist und sich über ihn, also in ihm macht sich eine andere Stimme über ihn lustig. Und es ist brillant, wie er das in ein Musikstück bringt und in dem auch schließlich die hoffnungsvolle Stimme triumphiert. Und also es heißt, when I sing from the top of my lungs. Und dann, also es ist für mich eines der berührendsten Stücke, die ich kenne. Und okay, ich schiebe hier die Karten irgendwie gerade wieder zusammen. Scheinbar soll ich keine mehr ziehen. Oder jetzt erstmal nicht mehr. Bündeln ist auch interessant. Ich habe hier die Karten gebündelt und die Kraft lag oben. Also es ist auch, okay, wow.
ein kreativer Prozess, in dem man etwas verwandelt auf so eine Art, wie ich das jetzt hier irgendwie zu umreißen versuche oder anzudeuten versuche. Du kennst deine eigene Weise, das zu tun. Aber ein solcher kreativer Prozess ist auch die Bündelung von verschiedenen Eindrücken, von verschiedenen Bildern. Und das wie zu einem Tau zusammenzudrehen, zu etwas, was greifbar wird, mit dem du dich über den Fluss schwingen kannst und andere eben auch. Es ist etwas, was du zusammenbindest zu etwas und es ist dann Kraft. Also es sind unterschiedliche, widerspenstige Dinge, die du miteinander in eine Form bringst, die das ganze Ding stark macht. Und nochmal zurück zu diesem Song. Es ist natürlich etwas, wo die Frage der Geisteskrankheit irgendwie im Raum ist und er trägt auch so ein Krankenhaushemd und es ist irgendwie, es schwingt mit. Es sind aber Dinge, die er da ausdrückt und er hat wirklich extreme Dinge erlebt, er hat Psychosen erlebt, aber das, was er da formuliert, das, was er da in diesen Song bringt, in diese Performance bringt und auch in das Nachwort bringt, das sind Dinge, die sehr viele Menschen mehr kennen. Und in dem Moment, wo ich das erste Mal hörte, war ich erschüttert davon, wie unglaublich das etwas auf den Punkt bringt, was die ganze Zeit im Alltag vorhanden ist. Stimmen, die Menschen in sich haben können, aber die Menschen vor allem auch gegeneinander richten. Und das ist der Punkt. Diese Stimmen, die uns unnötige Zweifel und die diese Qualen einreden und die diese Qualen auslösen, die kommen nicht irgendwo her. Die kommen von irgendwelchen Situationen, in denen das passiert ist oder etwas, was im Feld ist, etwas, was über Generationen übertragen ist. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, wenn Menschen die Kraft aufbringen, das in eine Form zu bringen, mit der wir das reflektieren können und das in die Mitte zu holen, der sogenannten normalen Gesellschaft. Und zu sehen, dass wir daran anknüpfen können, dass das eben nichts ist, was irgendwo in den Randgebieten stumm bleiben muss. Und er hat diese Stimme, er hat diese Möglichkeit, dem, was kaum sprechen kann, eine Stimme zu geben. Und ich glaube, das ist das, was diesen Song so unglaublich berührend macht. Und ja, die Art, wie er mit dem umgeht, was er erlitten hat. Und wie kraftvoll er auch sehr düstere Dinge ins Bild bringen kann und für uns dafür greifbar machen kann. Wir hatten es letztens mit dem Künstler, der heilt, indem er bewusst macht. Wir sollten das nicht unterschätzen und ich glaube, dieses Reading sollte ich jetzt irgendwie noch mal machen, um daran zu erinnern oder etwas in dir zu wecken. Ich werde das Lied, also das Musikvideo und eine Live-Performance, die ich ganz wichtig finde oder die ich gut finde, und vielleicht noch einen weiteren Song, den ich heute auch gefeiert habe. Vielleicht gefällt dir die Musik, vielleicht nicht, aber also ich möchte das mit hineinholen, offenbar, oder ich soll das mit hineinholen, weil es das so unglaublich gut zeigt. Verschiedene Stile, okay, jetzt halte ich mich an der Musik auf, an der Mucke. Verschiedene Stile, die reinkommen und auch, jetzt Ren beispielsweise, der rappt manchmal und dann singt er manchmal und dann hat es irgendwie, er spielt Gitarre und es sind unterschiedliche Elemente und irgendwie schafft er das. Wir hatten es mit dem Widerspenstigen, das zum Tau verwoben wird. Das passt so sehr. Und es gibt eine Botschaft, die ich unbedingt mit ausrichten soll und das ist, wenn du etwas Besonderes hörst von Leuten, die du bewunderst oder etwas siehst von Leuten, die du bewunderst, lass dich davon nicht versteinern, also lass dich davon nicht abschrecken, dass etwas in dir denken könnte, wie diese Stimme in diesem Lied von Ren, also das Lied heißt Hi Ren, wie diese Stimme, die sagt, du bist ja nicht so groß wie die anderen, du hast es ja nicht geschafft, irgendwie zu Oprah zu kommen. Das sind so Bilder, das sind so Beispiele, die da genannt werden. Das sind genau die Stimmen in uns, die uns davon abhalten können, etwas total Wichtiges zu machen. Und er bringt es halt in den Song. Und ich möchte das jetzt hier irgendwie, ich möchte daran erinnern, ich soll darauf zeigen. Wenn du etwas siehst, was dich beeindruckt, lass dich davon inspirieren und nicht abschrecken. Lass dich davon dazu bringen, deine eigene Form zu reflektieren, in der du diesen Dialog bezwingen kannst, in der du diese Stimme bezwingen kannst, die dir sagt, du wärst nicht genug. Dieser Dialog kann bei dir eine andere Form haben, der kann bei dir anders aussehen, aber der ist nicht weniger wertvoll als irgendwas, was super viele Klicks hat oder viel Aufmerksamkeit zieht oder irgendwie musikalisch besonders krass ist oder auf irgendeine andere Art.
wenn du malst, es muss kein Rembrandt sein, aber es kann etwas sein, was speziell deine Stimme ausbildet und abbildet. Deine Stimme ausbilden, deine Stimme, also Stimme im übertragenen Sinne, kann alles sein. Es ist so wichtig, dass Menschen ihre Ausdrucksform finden. Und es ist häufig das, woran Künstler und Künstlerinnen eigentlich appellieren. Wir denken immer, Künstler und Künstlerinnen machen das, damit wir sie bewundern. Und natürlich ist das auch für Künstler wichtig, dass sie vielleicht ihre Sachen verkaufen können oder dass sie davon leben können, dass da etwas wächst und entsteht und dass da Aufmerksamkeit ist und dass da über die Bühne vielleicht auch manchmal ein Abstand ist. Aber ich glaube, dass bei Leuten, die da wirklich irgendwie ihr Herz auf die Bühne tragen, die ihre Seele in ihre Werke fließen lassen, dass die auch den Anspruch haben, daran zu erinnern, dass Menschen so sein können, also nicht perfekte Menschen sein können, sondern wie Ren das auch am Ende sagt, also es lohnt sich wirklich, das bis zum Ende zu gucken, weil er hinterher über Götter und das Böse und den Menschen, der irgendwie dazwischen hin und her pendelt, spricht. Ich finde es brillant so. Aber der Punkt ist, was uns abhält, uns frei auszudrücken, ist, dass wir denken, es müsste auf eine bestimmte Art und Weise perfekt und besonders sein. Und wenn wir diesen Gegner bezwingen können, das ist die eigentliche Reise. Dieses Ufer ist das, was verlassen wird. Und es ist gruselig, es macht Angst, man zittert, man schlottert, es macht einen nervös. Das, was ich hier mache, macht mich auch jeden Tag nervös, ganz ehrlich. Aber man muss irgendwie was durchbrechen. Also wie kann ich das? Mir bleiben die Worte im Hals stecken. Ich kann nicht mehr richtig reden. Ich krieg's nicht hin. Alter, ich brauche einen Schluck Wasser und dann brauche ich auch Musik. Was ist das denn? Alter, wozu ihr mich bringt. Das wollte ich in einem Reading vermeiden. Aber ich mache das jetzt. Okay. Ich spiele jetzt ein Lied von New Order und das heißt Temptation. Es ist mir total peinlich gerade in diesem Augenblick, obwohl ich das schon mal gemacht habe. Aber ich mache es jetzt, obwohl es mir peinlich ist. Und vielleicht kannst du daran denken, wenn du es hier gesehen hast, wenn du irgendeinen Moment hast, wo du etwas ausdrücken willst und dir die Worte im Hals stecken bleiben und du einen anderen Weg finden musst, etwas auszudrücken und dich das traust und es dann machst. Vielleicht kommt irgendein Moment, vielleicht ist das auch Teil der Botschaft, dass ein Moment kommt, in dem du die Gelegenheit hast, vor Menschen zu sprechen oder zu Menschen zu sprechen oder irgendetwas auszudrücken. Und hier kommt die Botschaft, ja, mach das, nur Mut. Okay, das Lied heißt Temptation und ist von der Band New Order. Und ich singe das jetzt. Alter. Schon verkackt. Ich fang nochmal an. Just like a feeling inside, it's no joke. And though it hurts me to treat you this way, betrayed by words I never heard, too hard to say. Up, down, turn around, please
don't let me hit the ground. Tonight I think I walk alone, I find my soul as I go home. Up, down, turn around, please don't let me hit the ground. Tonight I think I walk alone, find my soul as I go home. Ooh, 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 ooh. You've got green eyes, you've got blue eyes, you've got gray eyes. Oh, you've got green eyes, you've got blue eyes, you've got gray eyes. And I've never seen anyone quite like you before. You know I've never met anyone like you before. Boats from above hit the people down below. People in this world, they have no place to go. Boats from above hit the people down below. People in this world, they have no place to go. And it's the last time, the last time. Oh, it's the last time, the last time, the last time. Up, down, turn around, please don't let me hit the ground. Tonight I think I walk alone, I find my soul as I go home. Up, down, turn around, please don't let me hit the ground. Tonight I think I walk alone, find my soul as I go home. Ooh.